Im Oktober 2026 bringt Haufe für sein Cloud-ERP Haufe X360 eine neue, moderne Oberfläche heraus. Uns Partnern hat der Chief Product Officer Christian Zörlaut diese Modern UI bereits auf dem Haufe X360 Summit vorgestellt. Damit allerdings auch du einen Eindruck erhältst, haben wir Christian gebeten, uns die neuen Funktionen noch einmal exklusiv im Video zu zeigen. Ich freue mich deshalb sehr auf das Gespräch zwischen Christian und Dirk. Danke, Inga, und hallo Christian. Hallo Dirk. Ich erwische dich so ein bisschen auf der Baustelle, ne? Genau, gerade ein bisschen im Umzugsstress, aber trotz allem immer gerne bei dir natürlich dabei und freue mich, euch heute ein kleines Update geben zu können. Ja, danke für die Zeit. Ihr habt so viele tolle Sachen auf dem Haufe Summit gezeigt, was da jetzt in der nächsten Zeit kommt. Und bevor wir uns das angucken, wie ist denn das angekommen? Also wie war denn das Feedback? Wie hast du das erlebt? Ja, also erstmal, unsere Summit war ja diesmal das erste Mal in Freiburg, aber ja zur 5-jährigen Jubiläum kann man sagen, von Haufe X360, da wo auch die Software wirklich dann entwickelt wird und weiterentwickelt wird. Und das Feedback, was wir bekommen haben, war sehr, sehr gut gewesen, ja. Wir haben ja verschiedene Bereiche gezeigt, also neben KI-Thematiken, die wir gezeigt haben, war ja auch das Thema der Modern UI, also des neuen modernen User Interfaces, was sehr gut angekommen ist und was wir auch heute gerne zeigen möchten oder was ich euch heute gerne auch nochmal präsentieren möchte. Ja, da gab es aber noch ein paar andere Highlights. Machst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was uns da in der nächsten Zeit erwartet? Ich kann ein bisschen aus dem Nähkästchen natürlich plaudern. Also vielleicht, wie gesagt, Thema Integration auch von Drittlösungen, beispielsweise Develop, werden wir eine native Integration zur Verfügung stellen. Ja, für alle, die nicht ganz wissen, was Develop ist ein strategischer Partner von Haufe X360, wo wir das Thema Dokumentenmanagementsystem und OCR-Erkennung, also Rechnungslesererkennung, ausliefern werden an unsere Bestandskunden, aber auch an alle unsere Neukunden. Ja, vielleicht da noch ein kleines Bonbon. Jeder Neukunde bei uns erhält 500 GB FreeSpace für DMS und hat damit die Möglichkeit, natürlich dann auch revisionssicher das Ganze abzulegen. Das Zweite, was wir gezeigt haben, Dirk, war das Thema SD-Works, das heißt das Thema Lohn- und Gehaltsabrechnung, integriert als Service innerhalb von Haufe X360, auch ein strategischer Partner von uns. Auch hier haben wir die Integration vorgestellt, die API-Integration vorgestellt. Das heißt, dass wirklich Lohn- und Gehaltsdaten auch abgeglichen werden mit der Finanzbuchhaltung von Haufe X360. Das Ganze steht ab sofort auch zur Verfügung. Und neben den Themen natürlich im Produkt Modern UI, was ihr gleich so ein bisschen noch sehen werdet. Wir haben das Thema der neuen App. Das heißt, wir haben auch eine neue Haufe X360 Mobility App gezeigt, die unter anderem jetzt auch die Möglichkeit hat, Projektzeiterfassung direkt innerhalb der Applikation durchzuführen. Zeigt auch so ein bisschen, dass hier natürlich in diesen Bereichen auch diese Desktop-Funktionalitäten Einzug halten, in die mobilen Funktionalitäten auf den jeweiligen Smartphones oder Tablets, was super ist. Und natürlich das Thema schlechthin, was gerade in aller Munde ist, natürlich auch das Thema AI oder KI, also künstliche Intelligenz, wo wir mit dem AI Studio durchstarten werden, aber auch mit dem AI Assistant. Vielleicht so ein paar Worte dazu. Die Möglichkeit, hier natürlich dann über entsprechende Large Language Models, die man frei wählen kann, individuelle Prompts zu schreiben, die dann entsprechend nutzbar zu machen in Haufe X360. Da gibt es eigentlich der Fantasie und den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Da geht so ziemlich alles. Da haben wir so ein bisschen was gezeigt, wie man beispielsweise automatisierte Artikelbeschreibungen, Lagerartikel, Preise identifizieren und vergleichen kann, bis eben auch hin zum Thema, und das ist extrem spannend, dass man natürlich dann auch über den AI Assistant quasi Auswertungen, Reportings über das gesamte System in Frage-Antworten-Stil bekommt. Ja? Und das Coole dabei ist natürlich eben nicht nur, dass du eine Antwort kriegst, sondern du bekommst das Ganze auch visuell aufgearbeitet dann innerhalb der Applikation zur Verfügung gestellt. Ja? Das sind jetzt nur so ein paar kleine Details. Ein kleines Bonbon haben wir auch noch, das Thema Projektzeiterfassung, wo wir auch direkt die Möglichkeit haben, aus der Applikation heraus Projektzeitenerfassung zu starten, das Ganze zu tracken und dann natürlich auch entsprechend abzurechnen, je nachdem, um welche Projektzeiterfassung und welches Projekt es sich handelt. Das gucken wir uns gleich mal an. Ich kann dir nur noch mal zurückmelden, wir haben ja eure neue Lösung für das Dokumentmanagement auch schon jetzt eingeführt.
Ihr habt das ja den Partnern jetzt schon zur Verfügung gestellt. Und ich hatte heute gerade meine Buchhalterin oder meine beiden Buchhalterinnen bei mir, die total begeistert waren. Denen hat das super gut gefallen und kam richtig gut an. Ja. Und da habt ihr einen tollen Job gemacht. Und auch die mobile App, die finde ich wirklich, also das ist State of the Art. Und die KI-Sachen, da muss man ja mal sagen, da ist ja nun Haufe wirklich ganz weit vorn. Das, was da im ERP kommt, da spielt euch natürlich jetzt die Architektur in die Karten. Das muss man ganz klar sagen. Diese API-basierte Architektur, diese moderne Lösung, ja, die anderen Lösungen sind häufig 20, 30 Jahre alt. Natürlich verkaufen die auch AI, aber so tief integriert, wie das bei Haufe X360 passiert, das ist schon einzigartig. Das ist ganz vorbildlich. Absolut, zumal, Dirk, natürlich auch hier die verlängerte Werkbank nutzbar ist. Das heißt, wir haben viele Entwicklerinnen und Entwickler, wo wir profitieren. Parallel dazu natürlich auch den entscheidenden Vorteil, dass auch die KI-Lösungen, die wir zeigen, natürlich bei uns geprüft werden auf GDPR und Datenschutzthemen. Das heißt, auch hier wird nicht einfach irgendwas rausgehauen, sondern natürlich ist die Haufe oder steht die Haufe natürlich auch hier für Datenintegrität und Datenschutz, was die jeweiligen KI-Funktionalitäten selbst angeht. Ja. Und auch da, genau, du hast es gesagt, einige Effekte und Funktionen sind bereits enthalten in Haufe X360. Ich sage immer more to come, wie man so schön sagt. Also da ist noch einiges, was noch kommen wird. Und wir freuen uns total drauf, weil das super spannende Themen sind. Ja. Du hast ja eben schon ganz kurz angesprochen, bevor wir zu Modern UI kommen, irgendwas mit Zeiterfassung hast du da gesagt. Und ich sehe hier auf dem Bildschirm was, das habe ich selber nicht. Da oben ist eine Stoppuhr. Magst du das mal erklären, was da kommt? Ich zeige euch das gerade nochmal. Ich hatte es ganz kurz so angeteasert als Bonbon. Also ihr seht hier, ich bin hier in einem Projekt drin. Ich habe jetzt meine Projektaufgabe. Ja. Ich habe das jetzt mal passend, Dirk, zum Thema YouTube-Aufnahme, YouTube-Video genannt als Projekt, um mal was vorzubereiten. Ich glaube, zu dem Screen brauchen wir relativ wenig erklären. Ich habe hier die entsprechenden Projektaufgaben drin und so weiter und so fort. Ich glaube, das Besondere ist jetzt, was kommen wird in der 26R1, ist hier oben dieser Button. Ich klicke da oben einmal drauf. Und dann seht ihr hier oben verfügbare Timer. Ihr seht, der aktive Timer, der ist doch keiner verfügbar. Und ich habe hier diesen Button Stempel. Ja? Und wenn ich hier mal auf diesen Stempel-Button klicke, das mache ich jetzt mal, dann dauert das ein paar Sekunden und dann läuft quasi die Projektzeiterfassung los. Ja? Das ist hier in diesen Bereichen selber etwas, was man sehen kann. Das heißt, die aktiven Timer werden gestartet. Das Ganze wird auf das Projekt umgemünzt. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, diesen aktiven Timer zu sehen. Ich sehe, er läuft jetzt bereits 20 Sekunden, habe jetzt die Möglichkeit, das Ganze zu pausieren oder zu stoppen. Das Tolle dabei ist jetzt, ich habe diesen Tab oben, den sehe ich jetzt die ganze Zeit. Das heißt, der ist jetzt nicht nur hier, sondern ich kann jederzeit aus jedem Screen da reinspringen. Und ich glaube, das Besondere ist auch bei der Sache, wir hatten es auch von Mobile App, Dirk, wo du ja auch gesagt hast, warst du begeistert. Glaube ich, ist auch wirklich sehr gelungen, die neue Variante und die neue Version, die wir jetzt gelauncht haben und das, was noch kommen wird. Das Besondere ist, dass auch diese Projektzeiterfassung in der mobilen App etwas ist, was man von dort aus steuern kann. Ja, das heißt, du kannst dann zum beispielsweise das Ganze jetzt starten, wenn du jetzt außer Haus bist oder du hast irgendwelche Serviceaufträge außerhalb, was auch immer das Projekt hergibt, kannst du das natürlich dann auch über das mobile Device, Smartphone, Tablet etc. pp. Natürlich jederzeit steuern bzw. stoppen oder angehen. Und hier kann man es jetzt ganz schön sehen. Wenn ich woanders hinklicke, sehe ich, das Ganze ist grün. Das heißt, die Projektzeiterfassung läuft und ich sehe, wie viel Zeit bereits vergangen ist. Ja. Das kommt mit der 26R1. Ganz genau. Das kommt mit der 26R1. Ja, ihr habt ja auch so ein bisschen, vielleicht muss man das nochmal sagen, euch jetzt auch an die Release-Zyklen rangerobbt von Acumatica. Das heißt, eigentlich die Funktionen, die in Amerika entwickelt wurden, die kommen jetzt ein halbes Jahr bis ein Jahr schneller nach Deutschland. Habe ich das richtig verstanden? Kann man so genauso sagen, Dirk. Das Ziel, was wir haben, ist natürlich erstmal nicht nur die Harmonisierung der Versionsbezeichnungen sicherzustellen. Ja. Das heißt, dass wir nur noch eine Versionsbezeichnung haben, die parallel mit der von Acumatica auch ist, sondern parallel natürlich auch, dass wir unseren Partnern, aber auch unseren Endkunden, unseren Interessenten, jeder, der mit dem Haufe X360 Kosmos zu tun hat, die Funktionen, die natürlich
global entwickelt werden, sehr, sehr schnell zur Verfügung stellen wollen, ohne große Deltas zwischendurch. Und hier können wir sicherstellen, dass wir die Geschwindigkeit der Funktionen von der Auslieferung innerhalb der Releases natürlich jetzt deutlich minimieren können. Das bedeutet, die Releases sind annähernd auf gleichem Level. Wenn sie in den USA erscheinen, haben wir sie oder funktionsmäßig fast in der gleichen Zeit. Das ist das Ziel, auch in Deutschland oder im Dachraum dann zur Verfügung. Ich bin mir sicher, gerade im Zusammenhang mit den AI-Lösungen ist das natürlich wirklich ganz großartig, weil da geht das ja im Moment so schnell Schlag auf Schlag, dass das immer wichtiger wird, da so ein bisschen sich an den Herzschlag von Acumatica anzupassen. Aber das eigentliche Thema, weswegen wir heute zusammengekommen sind und eins der ganz großen Highlights, was wir aus Freiburg mitgenommen haben, war ja Modern UI. Ja? Genau. Und da wir das selber noch nicht zeigen können, haben wir uns gedacht, fragen wir doch denjenigen, der dafür verantwortlich ist, dass das jetzt zu den Kunden kommt. Denn das ist ja sozusagen dein Bereich, der das Ganze verantwortet, dass wir das bekommen. Magst du mal ein bisschen was dazu sagen, was das überhaupt bedeutet, dass man das einsortieren kann? Was heißt Modern UI? Also wofür steht UI? Und Genau. sieht das einfach nur besser aus oder was ist das? Ja, sehr gute Fragen, Dirk. Modern übersetze ich nicht. Ich glaube, das kriegt jeder hin. Also das Thema modernes User Interface, also die moderne grafische Oberfläche ist nicht nur, dass das Ganze besser aussieht innerhalb von Haufe X360, sondern es werden auch deutlich mehr Funktionen zur Verfügung gestellt. Ja? Jeder, der sich so ein bisschen mit dem aktuellen Release von Haufe X360 beschäftigt, wo die Modern UI noch nicht enthalten ist, ja, sieht so ein bisschen, das Ganze sieht modern aus, aber wir haben hier nochmal eine deutliche Schippe draufgelegt. Was meinen wir damit? Wir meinen damit, dass wir in der Lage sind, verschiedene Funktionen, also beispielsweise Anpassungen an Feldern, Ein- und Ausblendungen von Feldern oder Inhalten, aber auch von Tabs, die entsprechend verschoben werden können von A nach B, ohne dass ich eben wirklich irgendetwas am System coden muss, ohne dass ich irgendwelche Kenntnisse haben muss, nur mit einem Klick auf einen Button innerhalb der gesamten Haufe X360 UI-Terminologie. Und ich zeige euch gleich mal ein paar Beispiele dazu, was sich geändert hat, wie das Ganze aussieht und was wir dann genau ausliefern werden. Nur vielleicht noch eine Sache. Unsere Teams arbeiten ja gerade mit Hochdruck an der Umstellung von jedem einzelnen Screen. Ihr könnt euch vorstellen, wir haben viele Screens innerhalb von Haufe X360, die umgestellt und angepasst werden müssen. Das Ganze machen wir. Und hier arbeiten wir mit Hochdruck dran. Und mit der 26R1 im Oktober wird die Modern UI erscheinen. Und Pflicht wird das Ganze dann mit der 26R2. Was meine ich mit Pflicht? Wir haben so eine Übergangsphase natürlich, wo man noch hin und her schalten kann zwischen der neuen Modern UI und in Anführungszeichen der alten UI, wie sie heute noch drin ist. Aber ab 26R2 quasi wird es zur Pflicht und ab dann ist nur noch Modern UI quasi möglich innerhalb der Screens. Ich persönlich finde, da hat sich so viel Positives getan, dass man das zeigen muss, weil es sieht nicht nur besser aus, es sieht nicht nur frischer aus, moderner aus, sondern wie schon gesagt, die Funktionen sprechen eigentlich für sich und bieten dem Endkunden einen erheblichen Mehrwert. Dann lass uns doch mal anfangen. Was ist wie muss ich mir das vorstellen? Ich zeige euch das vielleicht ein bisschen live hier dran mal. Und ich habe ein bisschen was vorbereitet in den Favoriten selber. Ich gehe mal in so einen ganz klassischen Bereich. Ich gehe mal in den Kundenbereich hinein. Ja. Schauen wir uns das Ganze hier mal an. Das Erste, was so ein bisschen auffällt, wenn man Haufe X360 heute kennt, ist, ich habe hier drüben die Möglichkeit, einen Filter zu setzen. Ja? Das heißt, ich kann hier die Möglichkeit nach aktiven Kunden, ich könnte jetzt auch passive Kunden oder nur Kunden in Deutschland, Österreich, Schweiz etc. pp. einfach und direkt sehr, sehr schnell zur Verfügung stellen. Ich habe hier aber die Möglichkeit, jetzt auch nach Haufe direkt zu selektieren. Ja, das war vorher so nicht möglich. Genau, und wenn ich jetzt hier mal auf diesen Kunden gehe, das heißt, ich klicke hier einfach mal auf diese Kunden-ID von Haufe, dann sehe ich hier diesen Screen, der sieht ein bisschen frischer aus. Ich habe ja alle Informationen, das heißt, ich habe hier meine Tabs, einen primären Kontakt und so weiter und so fort. Aber das Besondere ist ja an Modern UI nicht nur, es sieht frisch aus, sondern ich habe hier viel mehr Funktionen und Möglichkeiten. Und das Thema Customizing und individuelles Customizing wird ja immer wieder groß geschrieben. Wenn wir hier oben mal in diese Reiter oder in diese Tabs hier oben hineinklicken, möchte ich euch mal ganz kurz zeigen,
wie leicht es ist, hier diese Tabs zu verändern. Ich kann hier beispielsweise diesen Finanztab mit Drag and Drop, das heißt, ich ziehe es mit der Maus, einfach beliebig an verschiedene Stellen schieben, wenn ich das Ganze möchte. Ja. Brauche dafür keinen Code, muss nirgendwo reinhüpfen, kann ich direkt out of the box machen. Das Besondere, was jetzt aber kommt, ist dieser kleine Button hier oben, dieses Zahnrädchen, was man hier oben sehen kann. Und hier ist dieser Bereich der UI-Konfiguration. Wenn ich da reinklicke, dann öffnet sich das Ganze, UI-Konfiguration, und ich kriege hier überall bei jedem Bereich solche kleinen Zahnrädchen angezeigt. Ja. Wenn ich hier mal drauf gehe und ich gehe hier vielleicht mal auf diesen primären Kontakt, der hier oben angezeigt wird, ja, dann klicke ich da mal drauf auf das Zahnrädchen selber. Und jetzt sage ich zum Beispiel, ich möchte dieses Feld, was primärer Kontakt heißt, einfach mal umbenennen in Hauptkontakt. Ja, und ich sage, das gefällt mir nicht, das soll bei mir der Hauptkontakt sein. Dann tippe ich das hier mal ein, nenne das Ganze Hauptkontakt und brauche nur noch auf Anwenden klicken und habe direkt das Feld innerhalb von, ich glaube, waren jetzt 5 oder 10 Sekunden mit 2 Klicks einfach beliebig angepasst. Es geht aber noch deutlich weiter. Wenn wir hier beispielsweise mal auf den Bereich der Kontoinformationen klicken, dann kann ich ja zum Beispiel auch sagen, ich habe hier so ein Feld mit externer Referenznummer beispielsweise, Lieferantennummer, Sprache etc. pp. Wenn ich da mal drauf tippe, und das tue ich hier mal, dann sage ich beispielsweise jetzt hier, ich möchte dieses Feld externe Referenznummer nicht mehr sehen. Ich will es nicht löschen, aber ich will es nicht mehr sehen. Das heißt, ich habe hier dieses Symbol mit diesem Auge. Wenn ich da mal drauf tippe und auf Anwenden tippe, dann seht ihr, was passiert. Ich blende mir das Feld einfach aus. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, mir hier individuell innerhalb von wenigen Minuten, kann man sagen, teilweise sogar von wenigen Sekunden, meine individuelle Ansicht zu generieren. Es geht aber auch noch weiter. Gehen wir mal in den Bereich beispielsweise, dass ich sage, ich möchte ein neues Feld im Bereich Kontoinformation hinzufügen. Wir alle kennen das, Dirk. Wenn wir beispielsweise sagen, ist es ein A, ein B oder ein C-Kunde oder Lieferant oder. Ja, wir clustern das Ganze mal nach dem klassischen ABC-Verfahren. Und ich suche hier mal danach, dann habe ich hier benutzerdefiniert das Feld ABC-Kunde mir mal gebaut. Das kann ich hier rüberziehen mit einem Klick. Ja, ihr seht das Ganze hier. Ich drücke auf Anwenden. Ich habe hier ABC-Kunde drin. Und das Tolle hierbei ist, wenn ich da drauf tippe, kann ich jetzt direkt, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, ein Dropdown-Feld auswählen, wo ich sagen kann, okay, ist es ein A oder ein B oder ein C-Kunde, kann das Ganze auswählen und direkt speichern. Was ebenfalls funktioniert, und das ist wirklich klasse, ist der Bereich, dass wenn ich hier drauf tippe und ich zum Beispiel sage, ich möchte die Anordnung verändern, dann kann ich einfach diese Bereiche nehmen und ziehe sie an eine beliebige Stelle. Lasse uns ruhig mal hier unten ganz nach oben packen und wir wenden das Ganze an und ich habe das Ganze jetzt hier oben direkt angeladen. Das heißt, es zeigt so ein bisschen, ich habe die Möglichkeit hier individuell innerhalb dieser Felder Eigenschaften hinzuzufügen, entsprechende Felder zu bearbeiten, wie mir das Ganze gefällt, ohne dass ich auch nur eine Zeile Code geschrieben habe, ohne dass ich irgendetwas wissen muss innerhalb des Systems, wo ich hingehen muss, ohne dass ich mich in irgendwelchen komplexen Einstellungen bewegen muss. All das kann ich hier direkt durchführen und habe die Möglichkeit dann hier innerhalb dieses Screens beliebig natürlich das Ganze anzupassen. Das funktioniert nicht nur bei dem Screen, das funktioniert bei jedem Screen, wo ich das Ganze brauche. Das ein ganz entscheidender Bereich. Wirklich an der Stelle, ich finde das richtig gut, weil wir haben ja ganz häufig die Situation, dass wir Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen haben, die eigentlich auf dem gleichen Screen arbeiten, aber mit einer unterschiedlichen Ausrichtung, mit einer unterschiedlichen Intention. Und da bringt uns die Reduktion natürlich deutlich weiter, weil das wird für die viel übersichtlicher. Sie werden auch viel schneller. Denn der Verkäufer zum Beispiel, der jetzt in so einen Kunden reingeht, der hat einen ganz anderen Anspruch wie ein Debitor oder wie jemand aus der Debitorenbuchhaltung oder wie jemand aus dem Controlling oder jemand aus dem Marketing, der vielleicht irgendwelche Daten zusammenstellen will oder irgendwelche Felder pflegen will, die er auch sozusagen bisher in irgendwelchen Reitern hat, aber die will er viel präsenter natürlich im Kunden sehen, während die anderen das nicht interessiert. Also das ist ein toller Anwendungsbereich und ich denke da auch natürlich an Branchenlösungen, wo ja häufig Branchenlösungen eingesetzt werden, die viel schwächer sind als so eine breit aufgestellte ERP-Lösung wie HFX 360. Und damit drückst du natürlich
in die Nähe und kannst diese Funktion und diese Dinge abbilden, viel leichter abbilden, als das in der Vergangenheit möglich war und auch mit viel weniger Implementierungsaufwand und viel weniger Projektaufwand. Ne? 100% richtig, Dirk. Vor allen Dingen, jeder kann es. Also du hast es gerade gesehen, ne? Es ist Ja. total easy. Also Zahnrädchen klicken, Felder verändern. Ich Ja. kann das Ganze speichern. Ich kann mir Felder ausblenden. Ich Ja. kann sie schreibschützen. Also du hast jede Möglichkeit direkt out of the box, ohne dass du dich mit komplexer Materie beschäftigen musst. Du hast es gesagt. Ja. Branchen, individuelle Anpassungen eben innerhalb von wirklich Sekunden möglich, ohne dass ich mich mit komplexen Anpassungen rumschlagen muss oder irgendwelche Low-Code-Anwendungen schreiben muss, um irgendetwas anzupassen, die dann erst nach Neustart funktionieren. Also hier sind wir quasi in Echtzeit mit dieser neuen UI unterwegs. Aber es kommt ja noch ein bisschen weiter, Dirk. Wir haben ja gesagt, wir wollen so ein paar Anwendungsfälle mal zeigen. Ein Bereich, den ich hier mal hinterlegt habe, ist auch dieser Bereich der Dashboards. Wir alle kennen Dashboards. Ich verlasse das Ganze hier mal und gehe mal auf die Dashboards. Dashboards sind ja ein schöner Teil innerhalb von HVX 360, wo ich die Möglichkeiten habe, mir individuell Informationen aus meinem ERP zur Verfügung stellen zu lassen, mir das Ganze grafisch aufzubereiten. Ich habe das hier mal gemacht nach entsprechenden Performance-Indikatoren, Kunden nach Land kann ich hier sehen. Ja, das Ganze kennt eigentlich der HVX 360-Kunde. Das sieht ein bisschen hübscher aus, ein bisschen neuer aus. Das, was aber wirklich immer wieder so ein bisschen die Kunden nervt, wo die Kunden sagen, oh, ach, ich will Dashboards individuell verändern. Ich will, dass das schnell funktioniert und ich will ohne viel Aufwand meine individuellen Dashboards erstellen. Geht das nicht? Ja, geht in der Vergangenheit auch, ist auch nicht viel Aufwand, aber hier gehen wir einen Schritt weiter. Und das Tolle dabei ist, wir müssen ja immer sagen, ich bin jetzt hier an einem Browser, in dem Fall in Chrome, aber es spielt keine Rolle, ob ich auf dem Tablet unterwegs bin oder auf dem Desktop, auf dem Mac, es spielt überhaupt keine Rolle. Das Ganze funktioniert überall, auch mit dem Finger, wenn ich tippe. Wenn ich hier oben mal auf diesen Bereich tippe, auf diesen Design-Bereich, dann siehst du, was passiert. Überall entstehen solche kleinen Felder auf dem Screen und so kleine Stifte, die mir angezeigt werden. Und wenn ich jetzt mal hier hingehe, dann möchte ich mal zeigen, wie leicht das ist. Wenn ich hier diesen Bereich nehme, dann kann ich ihn einfach nach unten ziehen. Ich brauche nur noch loslassen, das Ganze ist weg. Ich kann jetzt hier oben sagen, ich möchte das hier nach unten führen. Ich möchte das hier nach unten führen, wie ich das Ganze brauche. Also ihr seht schon, das System passt mir das Ganze individuell an und ich muss hier wirklich nichts zutun. Ich brauche hier keinen Code schreiben. Ich muss mich hier nicht in komplexen Materien einarbeiten. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, jederzeit mir neue Widgets hinzuzufügen. Ja, ob das Diagramme, Datentabellen etc. pp. Sind, bis hin natürlich zu Power BI-Lösungen, die ich dann hier individualisieren kann. All das direkt möglich, auch über die neue UI. Auch hier brauche ich nichts zu wissen. Ich brauche nur einen Knopf Design zu drücken und kann mir das Ganze dann individuell zusammenstellen. Du hast gesehen, wenn ich hier mal auf Design klicke, dann wird das Ganze fertig, gespeichert für mich. Ich habe jetzt hier innerhalb auch von ein paar Sekunden Felder bewegt, hätte neue Widgets hinzufügen können, ohne dass ich Code geschrieben habe, ohne dass ich großartig wissen muss innerhalb des Systems über komplexe Zusammenhänge, wo muss ich hinklicken, welche Teile muss ich machen. All das direkt per Klick, direkt möglich und zeigt eigentlich nur, was die neue UI leistet und was heute möglich ist innerhalb von der Modern UI, die kommen wird. Also tolle Funktion. Sicherlich auch von ganz vielen Leuten immer wieder gehört, oh, wenn das mal kommt, wäre klasse. Wir freuen uns natürlich total, dass wir es anbieten können mit der 26R1 und ich glaube, unsere Kunden werden es lieben, wenn sie das Ganze dann auch täglich im Einsatz haben können und sich natürlich individuell ihre Dashboards und ihre Inhalte, ihre entsprechenden KPIs dann auch direkt auf einen Blick einblenden lassen können und natürlich auch auswertbar machen. Ja. Das ist ja auch angenehm. Ne? Ich meine, erstens spart das beim Kunden Geld, ja, weil ich das selber machen kann. Und es ist so, dass wir uns dann mit unseren Beratern natürlich mit dem Kunden auch viel mehr darauf ausrichten können, dass wir uns um die Prozesse kümmern und in die Automation reingehen können. Gerade im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz ist da im Moment ja so viel zu tun und so viel vorzubereiten und wird da so viel passieren, dass ich mir ehrlich gesagt, ich bin ehrlich gesagt froh, weil das Wichtigste ist ja am Ende des Tages eigentlich, dass die Leute gerne damit arbeiten. Und wenn sie es an die eigenen Bedürfnisse anpassen können, ja, dann ist das ein ganz großer Beitrag dazu, dass wenn jeder sich das individuell einrichten kann. Na? Sonst hätten Kann wir ich alle nur das gleiche unterstreichen. Wohnzimmer. Ja.
und das gleiche Genau so Arbeitszimmer, ist dann es. wird das alles gleich Genau so aussehen. ist es. Schöner Vergleich, Dirk, vor allen Dingen, wenn es so leicht ist, ja, wie Ja. ein Wohnzimmer so leicht umzumodeln wie hier in dem Screen mit ein paar Klicks, wäre es super. Ja. Ich glaube nur, du hast völlig recht. Die individuelle Note hier ist ganz entscheidend. Jeder möchte andere Informationen sehen. Ja. Für den einen ist das wichtig, für den Ja. anderen Kunden ist das wichtig. Und es zeigt einfach nur, wie leicht man hier auch individuell und mit welcher Geschwindigkeit man einfach seine individuelle Anpassung finalisieren kann. Und das macht natürlich Ja. Spaß. Ja. Ein kleines Dashboard habe ich aber noch mitgebracht oder ein Schmankerl. Ihr seht hier hinten auch diesen Bereich des Kalenderboards. Ja? Ja. Kalenderboard im Servicebereich, Dirk, ist ja so der klassische Bereich, wo wir immer wieder sagen, okay, eine Servicekraft fährt raus. Ja? Er hat entsprechende Termine, wenn er sage ich jetzt mal, irgendwo einen Außendienstmitarbeiter, der Serviceaufträge annimmt, ja, etc. pp. Gibt es ja sehr häufig. Das Ganze wird ja dann auch hier zur Verfügung gestellt. Ich klicke einfach mal da drauf. Und jetzt siehst du hier bereits eine neue UI, die man hier sehen kann. Ich sehe hier das Kalenderboard, außerplanmäßig geplant, Datensätze, den Service-Mitarbeiter. Ich habe mich hier mal selber hinterlegt, ein paar Kalendereinträge. Ich habe 2 Uhrzeiten hier drin. Ja? Und wenn ich jetzt hier mal hingehe, beispielsweise auf Haufe X360, dann sehe ich erstmal, okay, wo ist denn eigentlich Haufe X360? Ja, das stimmt schon mal. Das ist die Munzinger Straße. Das heißt, ich kriege hier also auch die Möglichkeit angezeigt einer Map, ja, die ich hier einstellen kann. Natürlich kann ich hier dann rumspielen mit entsprechenden Ansichten. Aber das Tolle ist, wenn ich hier mal da drauf klicke, dann sehe ich hier eben auch die Termine. Ja? Und ich kann hier direkt sehen, okay, da sind 2 Termine. Der eine Termin ist von 9 bis 10, das sehe ich auch hier in meinem Kalender, und der andere Termin ist von 11 bis 12. Wenn ich da jetzt draufklicke, ist das System so interaktiv, dass es mir hier dann sogar anzeigt, okay, was ist denn das eigentlich für ein Termin? Ist der gestartet worden? Wann soll der stattfinden? Um was geht's? Etc. pp. Wer ist der Service-Mitarbeiter? Das heißt, diese Möglichkeiten habe ich. Das kann ich hier tun. Dann sehe ich sogar noch genau angezeigt. Das ist hier, wenn ich mal rausgehe, sehr schön. Das ist jetzt hier der Haufe Campus, ja, den wir jetzt mal angegeben haben mit der Munziger Straße, wo ich dann sehen kann, okay, da muss der Außendienstmitarbeiter hin. Das gleiche ist auch hierbei geplant. Wenn wir hier beispielsweise mal hingehen, haben wir euch natürlich auch hinterlegt, Dirk. Ich hoffe, die Adresse stimmt, sollte stimmen, ja, die ihr hier sehen könnt auf diesem entsprechenden Bereich. Und wenn ich jetzt hingehe, habe ich hier jederzeit die Möglichkeit, wenn ich rausklicke, dann auch natürlich zu sehen, okay, wie sieht das Ganze aus? Wo ist der Weg? Wo fährt mein Außendienstmitarbeiter lang? Was macht er zuerst und wie ist das Ganze geplant? Also auch dort eine komplette Interaktivität. Das Board bietet mir viel mehr Möglichkeiten, wie jetzt hier die Einsicht auf der Karte, der Standort, der mir angezeigt wird, die Informationen zu dem Termin, die ich entweder hier sehen kann in einer sehr schönen Übersicht auf Tages-, Wochen- oder Monatsansicht oder indem ich auf die jeweiligen Stationen klicke und kann dann hier natürlich direkt auch wiederum über No-Code, das heißt, ich muss einfach nur draufklicken, ich muss nichts entwickeln, ich muss nichts individualisieren, ich muss nichts anpassen, direkt nach meinen Wünschen das Ganze hier auch anzeigbar zu machen und natürlich dann auch besonders im Servicebereich hier, sage ich mal, einen neuen Meilenstein zu setzen, was einfach die Darstellung und die Organisation der jeweiligen Service-Mitarbeiter im System angeht. Ja. Mal hier so als kleines Beispiel, was ich euch noch mitbringen wollte. Ja. Super hilfreich für den Disponenten. Ja, weil das ist immer sehr schwierig, wenn du nur eine Terminliste hast. Ich finde die Darstellung wirklich ganz großartig. Und das ist alles 26R1 und das ist dann alles Oktober. Da startet ihr. Das ist, du hast vorhin aber erwähnt, es ist so, dass man nicht zwangsläufig umsteigt. Steigt dann immer der gesamte Kunde um oder steigen die Mitarbeiter einzeln um? Wie ist das geregelt? Tatsächlich hast du die Möglichkeit, eine sogenannte, wir haben das jetzt mal genannt, eine Art Übergangsphase, ja, wenn wir es mal so nennen wollen. Da hast du die Möglichkeit zu sagen, ich nutze die neue UI. Ich würde es persönlich zum Beispiel tun. Es kann aber sein, dass der Kunde sagt, wir brauchen da noch Zeit, ja, oder wir möchten uns erstmal daran gewöhnen. Dann gibt es quasi die Möglichkeit, innerhalb des Screens zu wechseln zwischen der Modern UI und der bisherigen UI, wie sie heute ist. Ja. Das Ganze kann dann auch individualisiert werden. Beispielsweise könnte man hier in diesem Kalenderboard sagen, ich will die alte Ansicht haben. Ich persönlich würde es nicht machen, aber es kann Möglichkeiten oder Funktionen oder möglicherweise auch Themen geben, worum wir sagen, wir machen es mit 26R1 noch in einer Übergangsphase. Das heißt, hier kann das Ganze frei gewählt werden, was man sehen möchte. Ab 26R2 erfolgt dann aber die Umstellung auf die Modern UI. Das heißt, ab dann gibt es keine Übergangsphase mehr und es ist nur noch
in Anführungszeichen die neue, moderne UI, die dann voll zum Tragen kommt. Ja. Also ich finde das gut, dass ihr das macht, weil ich glaube, viele unterschätzen das, was für einen Aufwand das macht, 2 verschiedene Oberflächen zu pflegen für eine Anwendung. Weil der Testaufwand für alles, was ihr macht, verdoppelt sich. Und auch wenn irgendwelche Fehler entstehen, dann muss ich das immer berücksichtigen. Ich muss immer verschiedene Umgebungen bereithalten, um das nachzuvollziehen, was beim Kunden passiert ist. Und gerade bei einer Umstellung von der Oberfläche passiert es natürlich auch häufiger, dass ein Kunde einfach sozusagen aus Unwissenheit oder weil er damit noch nicht so dran gewöhnt ist, dann mal den Service Absolut. anruft und Hilfe braucht. Ne? Genau, Ja. also dafür ist es auch da. Also wie gesagt, die neuen Funktionen, eigentlich macht es das Leben viel leichter. Es ist natürlich eine Ja. Umstellung, aber eher, finde ich persönlich, eine sehr positive. Ja. Wir haben es ja gerade gemeinsam auch gesehen, was geht und wie schön das ist. Mhm. Und es sieht moderner Mhm. aus. Es ist auch vor allen Dingen, ich glaube, das kann man anders sagen, performance-seitig gibt es uns auch nochmal einen kleinen Gewinn. Das heißt, auch Ja. hier können wir ungefähr von 20-30% Performance-Gewinn über die Modern UI sprechen, was die jeweiligen Screenloads und so weiter angeht. Auch das ist ein positiver Nebeneffekt. Das heißt, all over kann man nur sagen, absolut toll, Modern UI. Was kommen wird, für jeden Kunden, glaube ich, ein absoluter Mehrwert, egal in welchem Bereich, egal in welcher Branche er unterwegs ist und natürlich die Anpassbarkeit über No-Code. Das heißt, er kann direkt loslegen, er kann direkt in den jeweiligen Screens interagieren. Wie du gesagt hast, Dirk, das spart eine Menge Geld, das spart eine Menge Aufwand und das Customizing kann der Kunde selber innerhalb von ein paar Minuten machen, was, glaube ich, eine tolle Message ist. Ja. Daumen hoch. Ganz großartig. Ich glaube, ich werde mit Inga dann gleich nochmal sprechen, dass wir gleich nochmal einen Termin machen zu dem Thema AI. Ich habe ja vor einem Jahr mit Meet & Meta zu dem Thema schon mal auch ein Video gedreht. Und ich denke, dass wir uns das dann jetzt mal angucken müssen irgendwann, wie das in HaufX 360 implementiert ist. Aber ich würde sagen, bis dahin machst du erstmal deinen Umzug fertig. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Danke für deine Zeit. Und dann würde ich sagen, zurück zu Inga. Ne? Tschüss. Sehr gerne. Danke Dirk, danke euch. Ja. Ciao. Eine tolle neue Oberfläche und die Aussicht auf weiteren Performance-Gewinn bei den HaufX 360-Anwendern. Da werde ich sicherlich nicht die Einzige sein, die sich auf das Update im Oktober freut. Wenn du jetzt noch Fragen haben solltest zu den Möglichkeiten, die HaufX 360 dir bietet, dann komm gerne direkt auf uns zu. Unsere Kontaktdaten stehen unten in der Beschreibung zum Video. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann drücke den Daumen hoch und abonniere unseren Kanal.